Ja, das Thema ist heute nochmal die genauere Unterscheidung zwischen Warrior und Guardian, also zwischen Kämpfer und Krieger. Und der Guardian ist mehr der Beschützer, Wächter, Hüter. Ich werde ihn dann jetzt im Laufe der Aufnahme einfach Beschützer nennen. Und aber auch im Sinne von Wächter und Hüter, ne? Also ganz anders als der Krieger. Und Inelia ist dieser Unterschied sehr wichtig, das hat sie schon an vielen Stellen gesagt. Und mal schauen, was es dazu alles gibt. Because some people had some questions about what's the difference, is there a difference? Denn ja, einige Leute hatten Fragen, was da der Unterschied wirklich ist. Und einer ist hochschwingend und einer eher niedrig schwingend. Also meine normale Antwort dazu ist, dass ich einen Kurs dazu anbiete. Und da könnt ihr auf meine Webseite gehen. The Return of the Hero, die Rückkehr des Helden heißt der Kurs. Und in diesem Kurs lernt ihr ganz gründlich diesen Unterschied. Und Larry fragt, warum ist das wichtig, den Unterschied zu kennen? Because they don't want to go to war no more, and they're not allowed to go to war no more. Oh yeah, you probably should mention that part. 2011, we decided on a light Und Inelia erinnert nochmal daran, dass 2011 diese Entscheidung getroffen ist, dass diese ganzen also dass diese Entscheidung wir alle getroffen haben, die aus dem Licht-Dunkel-Paradigma aussteigen wollen, die müssen dann auch aus diesem Opfer-Täter-Paradigma ausscheiden. Und der Warrior, der Krieger, gehört halt zu diesem Opfer-Täter-Feld. Und da gehören wir nicht mehr rein, wenn wir diese Wahl getroffen haben, aus diesem Licht-Dunkel-Paradigma auszusteigen. Decisions on people that they've already agreed to ahead of time, changing their mind in the middle of it. Anyway, okay, so the minds got changed in 2011. The rules changed, so if you were also a warrior, 2011 ist das schon passiert, diese Entscheidung. Clearly, because of the various reasons that you go to war, such as to win. Genau, in einen Krieg zieht man, um ihn zu gewinnen. Mostly yes, you go to war to win, but sometimes you have those overwhelming odds and you go anyway. Manchmal passiert es auch anders, sagt Larry. To win through martyrship. To win because you think you're beyond death and, you know, you're going to win no matter what the odds are. Okay. And if you don't try, you're not going to win. It's a bit like fishing. Und als Krieger ziehst du in die Schlacht, um zu gewinnen, nichts anderes. If you stay tied up, I guarantee you won't catch one fish. Yeah, so the warriors who picked the new paradigm, light world, they cannot be warriors and they can't go to war. Und die Lichtkrieger haben die Wahl getroffen, keine Krieger mehr zu sein. It's a great game for low frequency warriors. Denn or even high frequency warriors. Or even a high frequency. We'd like to play with low frequency stuff every now and then. Go to war, man. Yeah. Ja, dann auch hochfrequente, hochschwingende Wesen fühlen sich da manchmal hingezogen, in diesen Kampf zu gehen. To move from one set to another set of behaviors. You move out of warrior into guardian. So, und wie machen wir das, dass wir aus dem Krieger raus in diesen Beschützer gehen in unserem Verhalten? Denn der Beschützer geht nicht in den Krieg oder in die Schlacht. Der Beschützer stellt eine undurchdringliche Wand dar zwischen dem, was er beschützt, und denen, die es vielleicht angreifen wollen. Or destruction or fear. Power over others. So, oder die Macht über andere. On a warrior level, the warrior guys are showing up with their axes and their guns and whatever. Und die Krieger, die benutzen ihre Waffen und dringen auch ein und greifen an. Aber auf dem Beschützerlevel musst du nirgendwo hin, sondern du stehst, wo du stehst und sagst und signalisierst, niemand wird hier durchkommen und mich überwinden. Fight people. Yes. And she doesn't care what happens to her. Nope. You could
yeah, you know, pull her hair or whatever, and she's not going to stop. No. She's all guardian. Mm-hmm. Well, she was a warrior too, because if you let her go, she'd probably go to the next door house and find somebody. No, actually, she won't. But if a truck drives by, she will get the truck. Yeah, but because it's going through her territory. Yeah. Ich hatte jetzt den Anfang verpasst. Ich glaube, es geht um deren Hund, um Lucy, kann das sein? Also, dass die halt auch alles verteidigt und ohne Angst. Also da einfach steht, beschützend, bereit ist. Yeah. She's all guardian. But also sie ist komplett ein Beschützer. It doesn't feel like the guardian is actually super high frequency, you know? It seems like it's still engaged in the sense of the rules of engagement. You cannot have a guardian in a light paradigm. There's no use or there's no guardian energy in the light paradigm because there is no low frequency attacking you. Right. But we're not there yet. Not there yet. So guardian is still. Also wenn das wir komplett im Lichtparadigma sind, also das überwunden haben und diese Trennung wirklich vollzogen ist, dann brauchen wir auch keinen Guardian mehr. Aber auf dem Weg, also solange diese beiden Wege noch ein bisschen parallel laufen, können wir den manchmal schon noch gebrauchen. It's a step up. Yes. A nice step up. And it allows aber der Beschützer ist schon mal einen Schritt höher, einen Schritt weiter als der Krieger. Fondle your warrior tools because they're handy in a guardian situation. Sharpen them, I don't know, practice with them even and stay in good shape. Ja, auch die Beschützer wollen vielleicht noch ihre Kriegerwerkzeuge schärfen und bereithalten. Aber du wirst nicht mehr da reingehen in den Krieg und da mitmachen. Even if they're doing low frequency stuff. Correct. You're not going over to touch them. You're not going to do anything. But if they bring their low frequency stuff here, then they're going to have a problem. Genau, also der Unterschied ist halt, du schreitest nicht mehr ein, wenn du die noch die dunklen Spielchen treiben, ihre dunklen Spielchen treiben, aber du schreitest sehr wohl ein, wenn die versuchen, hier rüber zu tragen, auf die schon auf diese andere Seite gegangen sind und da gar nicht mehr mitmachen. Also die nicht mehr in dem Spiel dabei sind, die können und werden die ehemaligen Krieger als Beschützer auch noch beschützen und dafür einstehen. Alright, so that's obviously a big difference. One's not looking for trouble. Also das ist ein großer Unterschied, denn du suchst nicht nach Streit, du suchst keinen Streit, sondern du stehst einfach dem im Weg, wenn jemand eine Grenze überschreiten will. It isn't. It's pretty clear, huh? So, interesting that you have brought up the topic of guardians and warriors and whatnot in a light, high-frequency paradigm, a new paradigm. The split, physical split. Because I pulled a card right before we also interessant, dass das Thema genau jetzt aufkommt. It was this deck that I use is called the Enchanted Forest Lunea Weatherstone. And this is a deck that's connected singularly to Gaia. I only use this card deck for connections with and questions to Gaia. Cool. Und Larry hat eine Karte in so einem Kartendeck gezogen und er hat die Frage gestellt an Gaia darüber, wer die Beschützer sind gerade. In whatever timeline they exist, and in this one we have a handful in paper that actually sign their name to the contracts, and I'm sure we have millions who, if they saw the paper, they'd sign it in a second. And of those. Und es geht jetzt um so ein Papier, also wie so ein Vertrag, wo Inelia und Larry begleiten da so eine Aktion, die heißt Brides and Grooms of Gaia, also die Bräutigam und Bräute von Gaia und von Menschen, die bereit sind, die Erde zu beschützen und dafür einzustehen, dass es ihr gut geht. Und Larry sagt, es gäbe so viele, die so ein Papier sofort unterzeichnen würden. Millions, many thousands. Vielleicht sogar Millionen.
Und die and the card that she gave the guardians of Gaia was, well, it's called the wide world. Und die Karte, die Larry da gezogen hat, heißt die weiße Welt. Standing at the start of a trail with a whole bunch of spirals under his feet and a little bit of trees. It's like going through a portal almost. Und es ist wie so ein weißes Pferd, was am Start von so einer Rennstrecke steht, irgendwie mit Spiralen unter den Hufen und so einem Baum. And beyond is the wide, wide world, the whole new paradigm. It exists Und da jenseits dessen ist dieses neue Paradigma, also die neue Welt, ganz weiß. Und die Nachricht erscheint ganz klar. Ich lese mal die wichtigen Teile. Also wo ein Zyklus endet und der nächste beginnt. Das ist also eine Schicksalskarte. Assessed your progress and aligned it with your greater purposes in life. You've done what you needed to do, even if you're not completely cognizant of it yet. Und du tust, was du hier bist zu tun, was nötig ist zu tun, auch wenn du dir noch gar nicht dessen bewusst bist, was das sein wird. It's time to look toward new horizons. Und es ist höchste Zeit, nach den neuen Horizonten zu schauen. It's completion, wholeness, es ist die Vervollkommnung. It's the white heart. Das weiße Herz. The stag. The white heart is here, also es ist kein weißes Pferd, sondern ein weißes Herz. Reminding you that enchantment doesn't end at the woodland's edge. In the forest, you can only see a little way ahead of you. In the wide world, you can see much, much farther. Also in einem Wald, das soll das Bild wohl auch noch darstellen, kann man nur ein Stückchen weit sehen, aber in dieser weißen Welt, die da dargestellt wird, kannst du sehr, sehr viel weiter sehen. The sweet open meadows, the misty hills, the twisting roads, the vast die mystischen Hügel und die saftigen Wiesen, sky and the den cloud Himmel, castles. die Other forests Wolkenschlösser. With fresh visions, new challenges, stronger spells, greater. Andere neue Wälder warten mit neuen Abenteuern und noch stärkeren Zaubern. Boons. As a wayfaring animal said once upon a time, take the adventure, heed the call. Und nimm das Abenteuer an. Now ere the irrevocable moment passes. Und nimm es jetzt an, bevor dieser unwiderrufliche Moment zu Ende geht. It is but a banging with the door behind you. A blithesome step forward and you are out of the old life. Und wirf die Tür hinter dir zu und trete heraus aus deinem alten Leben in das Neue. Into the new. Apparently, let the door hit you in the butt on the way out. You don't need to be gardening any Gaias. Just go into the new paradigm. Also Larrys Kurzzusammenfassung ist, also schmeiß die Tür hinter dir zu und lass den Schwung der zugehenden Tür dich von hinten treffen, sodass du nach vorne in die neue Welt reingehst und dann musst du auch da überhaupt niemanden mehr beschützen. Und jetzt auch nicht mehr, wenn du dann jetzt diesen Schritt machst. That is complete. Yeah. Interesting. Even in spite of what your eyes may show you, sometimes if you look around, you go like, yeah, right, look. These things need stop, these need this, these need that. But those are engagements in the warrior and the guardian, which are actually a part of the light dark. In the light, there is no guardian. Correct. Und Larry sagt nochmal, im Licht gibt es keine Beschützer mehr, die brauchst du nicht mehr. Ja, es ist hart für einen Krieger oder für einen Beschützer, dem so ins Auge zu sehen. Oh, I can be the guardian now, it's gonna be fine. Yeah, it's really tough for them to, ja, weil sie dann nicht mehr gebraucht werden. Zur Seite zu treten und and it's also it's also part of the whole engagement. I mean, the rules of engagement is key. You did two. Und das ist auch Teil der Engagement. Das ist so ein, wenn man sich engagiert. Ne? Engagement ist, wenn man wirklich committed, sich verpflichtet zu was und was anerkennt, Regeln. Und diese Rules of Engagement von Inelia, das ist ja auch so ein 5er-Block von Vorträgen.
Und darauf bezieht sich Larry gerade. Rules of engagement classes, didn't you? Yeah, there's a class called Create Your Own Reality, the Rules of Engagement. That's the first und one. Inelia erzählt da nochmal von, und das ist ziemlich essentiell, wie die Welt grundsätzlich funktioniert und die Regeln und auch über den Split. Und es öffnet einem wirklich die Augen. I would suggest you give it another look, because I've noticed as things change on the planet, what's in these courses also changes. It's either that it changes or your perception of what's there changes. Well, finally you get it. Finally you understand what's written. Yeah. Some combination of the book. Und wahrscheinlich wird sich einiges in deinem Verständnis ändern, wenn du dir das genauer anhörst. And the other one is called The Nature of Reality, which is a follow-up. Also da war die Rede von der ersten und der zweite ist The Nature of Reality, also die Wirklichkeit, also die Natur der Realität. Added quite a few items that I didn't fit into the first course. Und da kommen einfach noch mehr Sachen dazu, die in den ersten nicht reinpassten. Well, they are transformational for sure. But I can see, my own personal example of that is the stickers, the white rose. Join the white rose. Join the white rose. What was the original white rose? White Rose. Larry redet jetzt über eine Organisation, die heißt die Weiße Rose. Und Inelia erzählt über eine Widerstandsbewegung in Deutschland zur Zeit der Nazis, die die Weiße Rose hieß. Darkness of night, go out and put posters and stickers out of our white rose. Und die sind rausgegangen in diesen dunklen Zeiten und haben Bilder von weißen Rosen draußen ausgelegt und weiße Rosen, um einfach zu sagen, wir sind nicht damit einverstanden, was da passiert. Und wir haben was anderes dagegen zu setzen. So when you saw the white rose, you knew what that meant. That meant that you're not alone. You're not the only one thinking. Und wenn du diese weiße Rose gesehen hast draußen, dann wusstest du bist nicht allein und da sind noch andere. We are here too. Yeah. And the white rose now is being used in the United States. I don't know if in other countries. It's actually in Europe. Und jetzt wird die weiße Rose in den USA benutzt. In Europe too? Well, Larry glaubt vielleicht auch in Europa. It's being shared here as well. But the main site, it's in England, I think, or might be in Europe. It's certainly in Europe, but they have little chapters in each state and in countries and things like that. Cool. So like subgroups of White Rose. Und da gibt es lauter Gruppen und Untergruppierungen. Yeah, and anyway, they have a bunch of sticker designs, and they're not White Rose, but at the bottom it says "Join the White Rose" and it has a little. Und es gibt Sticker und Aufkleber und die sagen dann, komm zur weißen Rose und Menschen können sich anschließen. Basically you put these stickers around on buses or garbage cans. One of our friends, she went to get her garbage can in, and there was one of the White Rose stickers on her garbage can, and she was so happy. Und du kannst diese Sticker überall hinkleben und eine Freundin von Inelia hat das irgendwie auf ihrer Mülltonne gefunden, als sie wieder reingeholt hat und hat sich darüber so gefreut. The coronavirus stuff, the pandemic stuff, and some of them are more critical of things than others. Some of them are. Und manche, die dabei sind kritischer den Umständen gegenüber und andere ein bisschen weniger. I printed out some with the intentions of running around the village and putting them up, especially after I maybe spent a little too much time reading Telegram threads with righteous stuff going on. Get a little fired up, or like watch Chris Sky, and he'll stand up there and shake his hand and tell you how it is, and I feel like, okay, I need to change the world. Right. And that changes the world energy. Und Larry sagt manchmal, hat er das Gefühl, er möchte die Welt ändern gerne, und das ist halt so ein bisschen so eine Einladung, nicht jedermanns Ansicht zu ändern, sondern einfach was dazu zu setzen, was Licht ist. Und das ist, Inelia sagt, das ist so wie
eine Ausführung deiner Entscheidung. Also das unterstützt deine Entscheidung in den Taten. And so in the execution of the decision, running around trying to change people's Und in der Ausführung dieser Entscheidung musst du nicht die Meinung der anderen verändern oder ihre Wahl in Frage stellen. Aber du wählst einfach, deinen Standpunkt darzustellen. Und du gehst nicht in Rechthaberei und machst die anderen nicht schlecht oder stellst es als falsch hin oder deins als die einzige Wahrheit, aber du vertrittst einfach deinen Standpunkt. Du stehst für ihn. So the futility of that is obvious, but you still existing here. You're not immune to it. You can resist anything but the temptation, right? So I had printed out these stickers and when we went through them, I had a little help from you. It's like, also ich habe tatsächlich ein paar von diesen Stickern ausgedruckt, sagt Larry. No. The intent of these stickers that I would use would be the ones that would let someone like myself know they're not alone. Und meine Intention dahinter ist einfach nur, dass ich Menschen, die so sind wie ich, zeige, dass sie nicht allein sind, dass da noch jemand ist. Und damit versuche ich nicht, irgendjemand anders sich schlecht fühlen zu lassen, sondern einfach nur die anderen wissen zu lassen, sie sind nicht die Einzigen. Und das erhöht die Schwingung. Das gibt eine gute Energie. Very righteous stickers. I know, when I saw the final list you printed, I thought, oh my gosh, really? Yeah, the ones that I picked and I printed, they were a little bit righteous. They were a little past. Und Inelia sagt, ja, so ein paar waren schon sehr ein bisschen rechthaberisch oder beleidigend wie die anderen oder Krieger. Und ein bisschen andere zu ärgern. They themselves were even wrong because in a very short order, the things that it says would be coming to true. It was like, there is no pandemic, but there will be. And the stickers are up, and they're going to have one. So it's like, the stickers are wrong, even though they're right. Yeah. But anyway, I went out around the village, and I'd grab a sticker, and I'd connect to the energy line of it, right? Und ich habe also ein paar von diesen Stickern ausgelegt und habe ein bisschen reingefühlt in die Energie. Und meine Intention war, die Energie anzuheben. It's like, no. Like, I kind of understand. Okay, I get it. All right. Und immer wenn ich so einen Sticker ankleben wollte, if you want to, on one of them, habe ich irgendwie dann doch nicht die Bestätigung bekommen, dass es das bewirkt. It's not going to impact anyone negatively. Aber ich habe auch den Impuls bekommen, dass es niemanden negativ beeindruckt oder beeinflussen würde. Do the wished upon function of raising the frequency to somebody who knows they're not alone, but only because it says on the bottom, join the white rose, and they already know about it. Because the words were too cerebral. Right. I read it, and I thought on it for a little while, and I meditated on it. I was like, oh, well, I didn't meditate on it. I just thought it. Looked at it, and I laughed, and I laughed, and I laughed. It was so funny. But then I looked and I was like, I don't think anybody's going to get that. Because whoever wrote it was probably just like me. They have an interesting sense of humor. So, ja, Larry kontempliert jetzt noch so ein bisschen, was für einen Sinn das gemacht hat. Und jetzt erzählt er, wie er seine Tochter zum Flughafen gefahren hat und ihr diese Geschichte erzählt hat mit den Stickers und was er damit vorhatte. And then I said, the only sticker I got a yes for was this one. So if I put the sticker up, do you get it? Do you understand what it means? And she looked at it, and she read it. Und er fragte seine Tochter, ob sie das verstehen würde, wenn sie den sehen würde. Und ihre Augenbraue ging hoch und sie sagte, was bedeutet das überhaupt? Und dann habe ich es ihr alles erklärt. I had to give a synonym for it so that it was written in easier to understand words, I guess would be the right way. And finally at the end she got it and she's like, ganz am Ende hat sie dann verstanden, was ich damit meinte und sie sagte, ja, das ist ja ganz nett, aber ich glaube nicht, dass irgendjemand verstehen würde, was es bedeutet. So I got to go through the list again
and reevaluate. Not look at those stickers when I'm in. Also ich werde es nochmal wieder neu anschauen und gucken, you know you're not alone. That's not a guardian, that's not a warrior, was gut wäre. Und dann habe ich festgestellt, es wäre cool, wenn ich einfach nur drauf schreibe, du sollst wissen, du bist nicht allein. Und dann wäre es weder Krieger noch Beschützer und einfach nur nett. Third thing. Well, yeah, so also though with the white rose is to let in Germany because it would plaster them everywhere, is to let the Nazis know in that Deutschland war auch der Grund, nochmal, dass die Nazis damit wissen zu lassen, dass diese Rosen überall waren. Also die Nazis wissen zu lassen, ihr habt nicht alles übernommen und es gibt Widerstand. Und es sind nicht alle einverstanden mit euch. Larry fragt, okay, das ist immer noch kein Beschützer oder Krieger, oder? Sondern eher, wir sind noch da. Wir haben uns noch nicht unterkriegen lassen. Und, ja, Inelia sagt ja. So that's kind of nice. So I'm pretty sure if I hold that energy, look at the words, find the stickers that say that, I'll be able to put some up. I'll try again. Okay. I'm not dropping it, honey. Okay. The stickers are just too cool. Yeah. But one of the points that you made earlier our previous recording, etwas anderes, was du gesagt hattest bei einer vorigen Aufnahme. One of the points that you made was that dass es sehr wichtig ist, sich daran zu erinnern, dass diese Entscheidung von deinem höheren Selbst getroffen wurde oder von uns allen höheren Selbst und dass die schon getroffen wurde. Hilft es also auch bei den anderen, also hilft es überhaupt nichts, die anderen anzuschreien und ihnen zu sagen, dass sie falsch liegen. Und das wäre ja auch diese Kriegerenergie. High frequency reality holding you from embodying and being in that high frequency reality. Yes. Period. Exactly. Just keeping yourself away longer. You're still going. Und es geht darum, dass du dafür sorgst, dass du auf deinem Weg bleibst, für den du dich entschieden hast. Und wenn du von anderen denkst, dass die sich irgendwie komisch umentschieden haben, du gehst einfach weiter und es liegt an dir, wie lange es dauert, dass du dort ankommst, wo du dich entschieden hast, hinzugehen. Ja, es ist viel darüber nachzudenken. I didn't expect, although I guess we've been led to expect, didn't expect the splitting of the realities to be so dramatic. Dann gibt es noch andere Sachen, über die wir nachdenken, dass vielleicht die Realität jetzt so irgendwie traumatisch ist. People embodying it looks like people are carrying out their many creations from the frequency that they're in, right? Und wenn Menschen das so verkörpern, diese andere Seite auch, dann erscheint es so, dass sie einfach ihre ganzen Energien von allem, was sie so erlebt haben, da reinbringen. Und an diesem Ort sieht es für uns dann manchmal aus wie Opfer oder Märtyrer oder Krieger. Und für uns ist es das auch. Und die leben das sozusagen aus, also wie ein Schauspieler. Yes. And so that's basically their ticket, their little golden ticket is play that. Und das ist wie ihre Fahrkarte, dass man das sozusagen spielt, womit man am meisten resoniert. Also das Opfer oder der Täter oder der Krieger, der Märtyrer. On the other hand, the experience of going through a physical split. Und auf der anderen Seite bedeutet ja auch, da durchzugehen, also diese körperliche Erfahrung, durch diesen Split durchzugehen, das bedeutet ja auch Yes. Also Schmerz und
shared their experience of it. Du hast ja auch schon darüber gesprochen, Inelia, dass die Lemuria das auch schon beschrieben haben, ihre Erfahrung. They weren't shy about sharing with you how much pain can be involved in it. Und die haben ja auch mit dir geteilt, wie viel Schmerz da dabei sein kann. Gibt es irgendeine Art, das mit weniger Schmerz durchzuführen? Auf der einen Seite willst du dieses Spiel nicht mehr mitspielen, aber du hast ja auch Verbindung zu den anderen noch, die da mitspielen. Wenn es Phoebe is chasing coyotes. She is. Barking in her sleep. So, the white heart, the white world, the white stag, the white rose, the card, the white rose. Das weiße Herz, die weiße Welt, die weiße Rose. They have little leather daisies. I didn't look closely. Can you see? Or you want my glasses? Let me see. I see something. There could be spirals. There's little swirls. The little spirals and sparks. Und Sie gucken sich jetzt nochmal diese Karte an, nach Spiralen. Aber da sind keine Rosen drauf zu finden. Ja. Obwohl das lustig gewesen wäre. Keine weißen Rosen im neuen Paradigma. They don't need to be hidden now. Or put out. It's a wide, wide world. You don't see everything. This picture goes off 1,000 million miles. Es ist eine weiße Welt und dieses Bild geht viele Millionen Kilometer in die Tiefe, also man sieht eh nicht alles da drauf. In this card, this sense, this reality, this world, it already exists, and you basically just need to let the door close behind you. Ja, und bei dieser Karte erschien mir das auch nochmal so deutlich, diese große, neue, weite, weiße Welt, die da erscheint, und du kannst sie einfach betreten, indem du die Tür hinter dir schließt von der alten Welt. That is so important. Und das ist so wichtig, sagt sie nie. Das ist der wichtige Schritt. Right now. Genau jetzt. Just let go. Lass es los, das Alte. Geh da nicht mehr rein in diesen niedrig schwingenden Dinge. Geh da nicht mehr rein und geh in das Neue. Es ist so wichtig. Okay. Personally speaking, I'm done listening to all the Und ich pandemic stuff. ich habe auch echt genug davon, dieses ganze Pandemie-Zeug mir überhaupt anzuhören und anzugucken. Ich bin durch damit. Und ich habe auch gehört von unserem Team, dass von unseren Zuhörern auch, die irgendwie keine Lust mehr haben auf das ganze Zeug und die auch nicht mehr jetzt weitere Informationen wollen, aber es ist schon klug, sich zu informieren, aber das reicht auch 5 Minuten am Tag, sich zu informieren, was da aktuell draußen los ist. Und da musst du da auch nicht mehr reingehen. Mehr ist echt nicht nötig. Und so viele haben echt genug davon. Und ich denke, wir sollten uns konzentrieren darauf, wundervolle Projekte und andere Dinge zu bauen und zu erschaffen. Wir machen gerade einen wunderschönen Gemeinschaftsgarten, den wir aufbauen. Oh yes, there's a nice novel coming, isn't there? It's already written. It's already Und der neue Roman kommt auch bald. Yeah, that will be fun. That's a good thing to focus on. Und das sind alles gute Dinge, seinen Fokus drauf zu legen. Also legt da euren Fokus drauf. Und denkt immer dran, der dunkle Wald, das liegt hinter uns. Und es ist okay, dass die da sind, diese dunklen Wesen in diesem dunklen Wald, aber du musst da nicht mehr reingehen in diesen Wald. Du kannst ihn hinter dir lassen. Well, it's fine to know that they're there. I don't know what you mean by that. That they're stuck in the dark forest. Oh, that they're enjoying their time in the dark forest. Some people love going into the... That's true, they're not really stuck, are they? They're not stuck at all. No, they're not. They're quite happy there, actually. Und manche sind auch glücklich in diesem dunklen Wald und die gehen da immer wieder rein und dann sollen die das ruhig tun. You can't do that in the other spot. No. No. In the other spot there's other games going on and they're billion, trillion different
more interesting to me, personally speaking. Well, now, yes. Way more interesting. Not so long ago, the other games were pretty interesting. The warrior stuff. Yeah. Ja, und noch vor kurzem war dieses Kriegerthema noch interessant, aber jetzt auch nicht mehr. All right. Are we done with our talking too? Talking about getting fatigued of talking today. So sind wir jetzt durch mit dem Thema, wovon wir genug haben? Well, yes, actually, I wanted to pull a card for us as guidance. Ich möchte with regards to everybody nochmal eine Karte ziehen, in the school, moving into that new paradigm. um zu gucken, was für ein Geleit gut für uns ist, die jetzt in dieses neue Paradigma hineintreten. Und also ich möchte jetzt sehen, welches Geleit wir haben, wenn wir diese Tür schon geschlossen haben. Und welches Geleit hat Gaia uns zu bieten in Bezug auf das, wie wir jetzt in dieser neuen, wundervollen Wirklichkeit leben, von heute an in die Zukunft. Gut, ich frage jetzt die Erde und sie mischt die Karten. Ooh, the seeker of boons. We love boons. We do? Boons are like the food forests. Nice. Und die Karte heißt jetzt The Seeker of Boons und ich bin mir gerade nicht so ganz sicher, was Boons bedeutet. The seekers enter the forest of enchantment on their own initiative. No one. Der Suchende geht in den Wald hinein aus seiner eigenen Initiative heraus. Has chased them here. Niemand hat ihn hierher getrieben. That kind of happens with the child cards. Each has a quest to fulfill. Jeder hat eine Aufgabe zu erfüllen. Common to all four seekers. Und der Ruf nach Action, nach Aktion, in Aktion zu treten, geht an alle Suchende. Hier ist es nicht ein dunkler Wald, sondern der Wald, in den wir reingegangen sind, in dem neuen Paradigma. Und wir sind ja da reingegangen aus unserer eigenen Entscheidung heraus. There are individual traits of the seekers are more distinct than the children's, who are nebulous and mutable. By the time someone becomes a seeker, the personality is fairly settled. Und zu der Zeit, wo jemand ein Suchender wird, ist die Persönlichkeit schon ganz gut gereift. Und also mir fällt gerade ein Boons. Die Boons sind wie Segen und gute Taten. Also der Suchende nach dem Segen und den guten Taten. But they are still learning and evolving. Their faults can still be overcome. Aber sie lernen auch noch und lernen auch noch Fehler zu überwinden. Und es gibt Suchende für alle Themen. Okay. Aber in unserem Fall haben wir die Suchende nach dem Segen, nach den segensreichen Dingen. Ich sehe eine Frau, die nach einem Kraut sich ausstreckt und sie trägt einen Umhang und hat einen Kristall umhängen. Und sie hat lauter Taschen voller Kräuter und kleine Werkzeuge, um die zu pflücken. Oh, okay. Because you have the glasses. And, you know, we're tired of hearing my voice. Seeker of boons. Und ich lese. Und der Suchende der guten Taten ist ausgegangen auf Schatzsuche. Und das neue Paradigma ist voller Schätze. Things that you'll enjoy a lot of. Like agate hunting on the river edge. To a part of the forest where, rumor has it, precious gemstones can be found. Oh my God, I totally saw that coming.
I didn't read it. I did not read it, I swear. Und wertvolle Edelsteine können gefunden werden. She takes her time, Sie nimmt sich searching Zeit. carefully and methodically. Sie sucht genau Requests are und mit well Methode. planned, and she always wears a trusty belt of tools and Und die Herausforderungen sind wohl geplant und sie hat immer einen Gürtel voller Werkzeuge good stout boots. Have those. So, und get your ein paar tools, gute get your Boots boots an. on. Also, Inelia Right. sagt, was bedeutet das? Nimm deine Stiefel und nimm deine Werkzeuge Yep. und geh los The auf ground here is Schatzsuche. thick with gnarled roots, so she needs to move slowly. Also sie muss So that's what she langsam likes best vorwärts gehen anyways. und so If ist this es auch card am doesn't besten. represent a particular person, it can mean I need to slow down and pay attention Also es kann to bedeuten, details. dass du langsamer vorangehen sollst und genau dir alle Details anschauen solltest, Lest you miss something important. damit du nichts You can Wichtiges also offer übersiehst. reassurance that even though a desired outcome hasn't arrived yet, you are on the right track. Und diese Karte kann auch als Versicherung gelten, dass auch wenn du noch nicht angekommen bist, dass du auf dem richtigen Weg bist und auf der richtigen Spur. Say that part again. It also can offer reassurance that even though a desired outcome hasn't arrived yet, you are on the right Also track. dass selbst wenn das gewünschte Ergebnis noch nicht So, passiert ist, dass du auf What are der the richtigen characters' Spur traits? bist. that, maybe you should feed right now. We're here. Good humor, Oh, we're good at that. Also du Steadiness. brauchst Humor, guten Humor, dependability, Steadiness, also dass du nicht schnell aufgibst, dass du immer weitergehst und dass man sich auf dich verlassen kann, I think so. practical and patient, dass du praktisch veranlagt We're bist und occasionally practical and geduldig, we're so very patient. earthy, dass du Oh, well, Earth, geerdet bist, absolutely. mit der Erde Earth all over verbunden us. adventurous in a modest way. und auf eine Adventurous in a moderate modest Art way. Yes, abenteuerlustig. we have modest equipment, modest Yeah, traveling garbs. yeah, Yeah. yeah. We don't roll into town with fireworks going. We're kind of like, we're here. Yeah, yeah. Yep. That is the things to watch out for. Also Ja, danach oder? solltest du Ausschau halten. Yes. Yeah, I better hear that too. Okay. Achso, jetzt kommt es, Watch out das, for worrying too much. wonach du Ausschau halten solltest, also was du dein Augenmerk drauf legen solltest. Also, mach dir nicht zu viele Sorgen. Oh, I do. I won't call it worrying. I call it preparing. But I'll still stop that. Okay. Taking on too much? Oh, Nimm dir nicht zu viel auf around einmal this vor. house, we're going to need a few more hands then, Yes, we do. because we have a lot to take on. Yeah. Hard to rust out of habits. Excuse me? I haven't been fishing for 6 months. And can be a bit plodding. That's definitely not me. I don't even know what that means. Plodded along. Oh, occasionally plod, yes, I suppose. I don't really have to worry about that too much. Und dann geht es noch um die Gewohnheiten. Das habe ich nicht so ganz verstanden, ob man die alte Gewohnheiten, so wie Angeln gehen, ob man die mal wieder aufnehmen sollte oder lieber nicht. Und to plod along, da konnte ich jetzt auch gerade nicht so viel mit anfangen. Ich glaube, immer das Gleiche erzählen oder so ähnlich. No. So ungefähr. I'm more butterfly than plodder. Yeah, that's true. But these are for everybody who's listening, not just you, darling. It's not about me? No. Oh. Why did Also we das call ist ja this hier card für then? alle What und was nicht about nur me? für dich, Larry. For you and everybody Oh, ich who's dachte, das ist listening. nur für mich. That's Nein, das just ist a new nicht paradigm. nur für dich, sondern für And is alle, a die new an dem paradigm. It's like Okay, then. neuen, closing the door. an der neuen Zeit Right. interessiert sind, die schon dort sind und die bereit sind, die Tür hinter sich zu schließen. Yes. Yes. Für all die ist das. Slam. Okay, slam that Let door that door shut. slam. Also nicht nur schließen, richtig And then follow zuknallen. these energy lines, these items and advice. Okay. Und es ist für die, die We bereit don't sind, need to diesen know the Hinweisen zu 1,001 folgen. ways that the light-dark paradigm is going to take themselves down their path. No, We can just don't. like do other stuff. Yeah, we do. We can. Okay. I think it'll be nice. Yeah, I think so too. Und wir warten nicht, dass das Well, we Licht give it a dunkel try. I mean,
the other things being born. Gebäude selber einstürzt und aufhört, sondern wir machen unsere Sachen. Act 2, Scene 2, and that's different than Act 2, Scene 1, and it might be all interesting again. July, August. Well, for us, July, August, remember when I said if you get your things in order and get everything sorted, it's going to be a breeze, it's going to be great. Also Juli, August, das ist ja die Zeit, von der ich so lange und so viel schon gesprochen habe. Und ich habe immer gesagt, wenn du im Juli, August deine Sachen alle beisammen hast und weißt, was du brauchst und bist vorbereitet, dann wird es wie eine leichte Brise sein und nicht wie ein Sturm. So far it's a breeze and it's pretty great. As a matter of fact, bisher ist es ganz angenehm. The absolute best thing ever. Do you remember what happened today? No. Absolute best thing that could have ever happened. Und das Beste, was je passieren konnte? Our favorite pasta sauce got restocked and this time it's organic. I know, I can't believe ist, dass unsere Lieblingsnudelsoße jetzt wieder zu kaufen ist, und zwar auch in Bio-Qualität. For the first time ever in the history of ever, they made it organic. I know, it's just. They're not even a bother with the knowledge. But I think that's a sign. Ich denke, das ist ein Zeichen, dass wir im richtigen Paradigma sind. We're going to go get some tomorrow too. Because I got a message that it's there and there's tons of it. But it doesn't last long. That stuff doesn't last long, baby. That's a good stuff. Und da sollten wir uns ein bisschen Vorrat von anlegen, weil das reicht nicht sehr lange. And this year what happened? Even though we bought a ton last year, do you remember? Probably people, not everybody knows, but 2 or 3 years ago, we went to Costco and we found this pasta sauce, a white linen tablecloth or something. I don't know what it's called. Do you know? Wir haben vor 2-3 Jahren diese Pastasoße entdeckt. Marinara, yeah. And it's tomatoes from Italy and olive oil and salt. And mit all den guten Sachen aus Italien. No sugar, it's just kein Zucker dabei. Einfach genau, wie es sein soll und sehr lecker. We had our pasta because we tend to enjoy pasta quite often. And it was to die for. It was the best we ever ate in our whole entire lives. Es war einfach die beste, die wir in unserem Leben hatten. Und wir haben die schon so oft gegessen und immer wieder. Und sie war immer wieder lecker. Und jetzt haben wir gemerkt, sie ist alle. So I said, well, obviously the people who make it, I'll just order direct. I went on to Amazon to get it. And they only make it for Costco. They don't make it for the general public. No, I went to the website of the company. Yeah. And so I went on Amazon to see if I could, $100 a jar. And I almost got it. I know. Because it was und es war irgendwie total teuer online. Und ich habe alles Mögliche versucht. Don't be ridiculous. It's good, but it's not $100 a jar good. It's like, yeah, it's $100. Aber irgendwo ist dann auch eine Grenze. Die wollten irgendwie $100 für ein Glas haben. So we went and tried this one and tried that one. Und dann haben wir alles Mögliche ausprobiert und nichts war so gut. Und dann eines magischen Tages konnte ich es wieder finden und sehen. Und wir haben richtig viele davon gekauft. Und ich dachte, sie würde nie alle gehen. Und wir haben ein Jahr lang Nudeln gegessen. Und dann haben wir nochmal mehr gekauft. But we have pasta every week, at least once, sometimes twice. And if we're 1 bis 2 Mal die Woche haben wir Nudeln pro Woche. Real perky, we'll do it 3 or 4 times a week. A troop of people, so. Yeah, we do make a lot more. Yes. We don't use 1 jar, we use 2, so went twice as fast. I tried to stretch it out with little Italian tomatoes, but it didn't work. Nah. We just use 2 jars and tomatoes. Yes. And we still eat it all. Und wir benutzen auch 2 Gläser pro Mahlzeit manchmal. It disappeared out of the pantry. We did run out. Yes. And I went to the store to get some because it's been a long time, and guess what? They didn't have it. Right. And probably because of that word that we don't mention anymore. I didn't say anything. Probably because of that. They didn't make us know. We did. It's all right. You don't like it? No, I don't like it. Yeah. I mean, it's all right. It's a different. Naja, jetzt haben wir eine andere gefunden, die mag ich nicht so gern, aber
so ist es. And then the magic happened today finally. So that's Und the heute story was passierte the halt song. It's like dieser $5 magische cost. Tag, wo die plötzlich wieder da waren. But it only costs $4 or $5. Yeah. I think. I don't know how much it costs. Honestly, when we look at the I price forgot. sticker. Shows up, they have a $2 off a jar thing. Oh, So you get a pretty good price when he first shows Perfect. up. It's almost like the human collective saying, we love you guys We love you very much, and here's your sauce. in organic. Das ist, als ob das menschliche Kollektiv sagen würde, wir lieben Because euch we und have hier ist very eure good Lieblingssoße. co-creators in the Shaman Shack now, Yes. and one of our individuals won't touch it if it's not organic. Well, I'm like that too, but you always force me to eat other stuff that's not organic. I try not to tell you because sometimes it's the Und ein paar in sauce is so unserer damn good, you Community have to eat it, im doesn't Shaman matter. Shack von unseren Co-Creatoren, da gibt es eine, die würde gar nichts anfassen, was nicht Bio-Qualität ist. So. Und Inelia selber auch nicht so gerne. Yes, you do. Und ich sagte zu Larry, Yes, manchmal you know. zwingst du mich, das Nicht-Bio-Zeug zu essen. Und da machen sie jetzt ihre Well, Späße I drüber. think that completes it. I think it's a good call. What do you think? Yeah. Ich denke, wir sind durch. We're going to work on our thoughts for next week, how we can draw the focus from the thing that the door is closing on. Okay, ich denke, wir können jetzt unseren Fokus setzen für die nächste Woche, dass wir diese Türen hinter uns schließen. You can see if you look, it is there, Und die neue Welt, die kannst du sehen, wenn du schaust, sie ist schon da. embodied, or Und being in. du musst nur noch You know hineingehen. Und das kannst du nur, wenn du die Tür hinter dir The schließt. exercise for Walk With Me Now, because I send an exercise every week for Walk With Me Now's members. Und die Übung für diese Woche von Walk With Me That's our Now, platform. die It's ich- our tribe, man. I know what it is. I'm just die ich saying jede that Woche question an die for everybody Walk who With Me doesn't Now maybe Mitglieder schicke. Well, the exercise this week is to spend at least an hour a day Ist, also die daydreaming Übung that für you are in the high frequency paradigm. Also die Übung für diese Woche ist, dass du jeden Tag 1 Stunde lang mindestens und mindestens eine Woche lang schon wie so einen Tag träumst, dass du schon dort bist, in dem neuen Paradigma. Are you kidding me? No. Oh my, that's pretty much exactly perfect. Yeah, That's so- what Gaia said to do. That's what the card she showed. And guess what? Und genau das Everything ist ja in auch your das, was die reality, Karte, you look around was the room Gaia right gesagt now, hat. Look at everything. Started as a daydream in somebody's Und head. alles in deiner Wirklichkeit, in deiner Realität hat mal als ein I Traum daydreamed begonnen, like als ein that. I Gedanke, definitely daydreamed that. als eine Idee. Crystal-filled fireplace, that TV, absolutely that brass bowl and those crystals over there, and that. Look at that rock. I definitely did that, and that crab. You're darn right. Everything in here, I daydreamed it, and that sink and the island sink. And Und Larry erzählt jetzt von ganz vielen Dingen, die da I really like our Bellas. alle sich realisiert haben oder einfach da sind. Good. Yes. Okay, I like our exercise. How did that happen? How did you come up with an exercise that matches perfectly? Wie kommt es, dass diese Übung genau passt? It's one of them things. It's one of those things. So Und Inelia sagt, ja, so, I guess this das is ist halt bigger than, eine dieser walk. Dinge, die Definitely bigger, yeah. this exercise is. das zeigen, dass probably- es einfach dran ist. Probably we should make a meme. We could make a sticker. Yeah, we could make a sticker. Yeah. Okay. Wir könnten figure einen it out. Sticker machen, einen Aufkleber. Perfect. Love you, honey. I love you too, darling. Das war's. Ja, ich danke euch und ich bin sehr berührt von diesem die Tür schließen, merke ich gerade, und finde das einen sehr guten Aufruf. Bis bald.